Hey Leute, das Projekt an meiner Schule war der Hammer. Mal sehen, ob ihr meine Meinung teilen werdet. Hier kann ich durch. Hallo zusammen. Sorry, hab das Zimmer nicht auf Anhieb gefunden. Und? Hast du schon angefangen, Miro? Die Glücklichen unter Ihnen haben schon Schokolade im Mund. Die anderen, Die anderen wissen, dass die Schokolade nicht immer fair aufgeteilt wird. War das ein Handy? Das Thema Smartphone ist ein guter Einstieg. Ich erzähle euch doch mal was dazu. Pro Jahr werden in der Schweiz x Millionen Handys hergestellt. Logisch, die müssen irgendwo herkommen. Logisch, braucht es einen Hersteller. Logisch, es braucht Material. So werden für die Herstellung von Smartphones rund 60 Rohstoffe verwendet. Gold aus Südafrika, Silber aus Mexiko, Kobalt aus Sambia. Problematisch dabei ist, dass für die benötigten Goldminen in Südafrika ganze Dörfer von ihrem Land vertrieben und Boden und Trinkwasser vergiftet werden. Nicht jetzt, Miro. Weltweit leiden unzählige Bergbauern an Staublungenerkrankung und sind durch schlechte Luft dem schleichenden Tod ausgesetzt. Okay, stopp. Das ist zu kompliziert. Wir müssen es mit Bildern zeigen. Also, stellt euch vor, ihr kauft eine Banane im Supermarkt. Coole Animation, oder? Dann muss die ja von irgendwo herkommen. Wisst ihr auch woher? Zum Beispiel aus Südamerika. Dort werden Bananen angebaut in riesigen Plantagen. Nachdem diese Bananen von Arbeitern gepflückt wurden, werden sie per Schiff nach Europa gebracht. Und hängen am Schluss im Supermarkt. Das nennt man Globalisierung. Ein Produkt wird an einem Ende der Welt hergestellt und nach einer Reise und dem Globus am anderen Ende der Welt gekauft. Das Gute an der Globalisierung ist, dass der Bananenpflücker in Südamerika Arbeit hat. Das Schlechte, dass viele Arbeiter zu wenig für ihre Arbeit erhalten, davon nicht leben können und ein weiter Transportweg unsere Umwelt belastet. Fakt ist, es gibt immer mehr Menschen, die an Armut leiden, während andere sich ihre Hälse mit Geld vollstopfen. Ist das fair? Nein. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Stellt euch mal die globalisierte Welt wie ein riesiges Fußballfeld vor. Wenn also die eine Mannschaft den Ball hat, wird die andere gezwungen zu reagieren. Denn alle wollen gewinnen. Kann also eine Mannschaft so viel faulen, wie sie will und gewinnt immer, macht das Spiel natürlich keinen Spaß mehr. Miro, das hast du gut erklärt. Ihr seht, es gibt viele Spieler auf diesem globalen Spielfeld. Und auch ihr seid Teil dieses Spiels. Eure Vorstellungen gehen doch weit an der Realität vorbei. Probier du doch mal 10.000 Stellen zu managen. Probier doch mal meinen Job zu machen. Dass wir in den Rohstoffminen so schlechte Arbeitsverhältnisse haben, interessiert niemand. Halt. Kommt mal alle runter. Ich habe euch doch versprochen, dass ihr alle eure Meinung deutlich machen könnt. Also, jeder nach dem anderen. Wie sieht's aus? Also Tavares, du zuerst. Komm zu uns. Willst du dich vorstellen? Ich bin einer von 40.000 Kinderarbeiter, die täglich mindestens 12 Stunden in den Minen von Kongo arbeiten. Der Staub macht mich krank und es ist sonst auch richtig gefährlich. Weil es so oft Einstürze gibt, habe ich mein Bein verloren. Ich verdiene $1 pro Tag. Schule können sich meine Eltern nicht leisten. Ich bin grundsätzlich nicht groß anders als ihr. Mit einem Unterschied, ich bin im Kongo geboren. Und im Kongo herrscht Krieg wegen dieser seltenen Mineralien. Der Krieg wird auch finanziert durch diese Mineralien. Es ist ein Teufelskreis. Aber ihr braucht ja Handys und die Handyproduktion braucht nun mal Kobalt. Dies soll nun bestimmt kein Vorwurf sein. Wie konntet ihr das auch wissen? Aber ich bin hier, um euch zu zeigen, wie euer Verhalten andere Menschen beeinflussen kann. Die Wahrheit ist, dass wir die Spielregeln weltweit etwas fairer gestalten können, zum Beispiel durch die Art, wie wir einkaufen. Dies ist der positive Effekt der Globalisierung. Unser Einfluss auf die Menschen auf der anderen Seite der Welt kann auch positiv sein. Das heißt jetzt nicht gleich, dass ihr alle keine Handys mehr haben dürft. Grundsätzlich entscheidet jeder für sich, wie weit er gehen will. Und obwohl Veränderungen schwerfallen, sind sie nicht unmöglich. Aber ich sehe sie als unmöglich. Bei meiner Firma ist der internationale Wettbewerb gnadenlos. Wenn wir mehr Lohn zahlen, dann machen wir weniger Gewinn. Machen wir weniger Gewinn, so wechseln unsere Investoren zu Firmen, die den Markt besser beherrschen
und wir gehen mit leeren Händen aus. Passiert das, so müssen wir unzählige Arbeiter entlassen. Ihr meint jetzt bestimmt, wir sind alle gleich. Doch so einfach ist das nicht. Es gibt Tausende von Menschen, die abhängig davon sind, dass meine Firma einen Job für sie hat. Auch wenn ich wollte, könnte ich nichts ändern. Man kann nicht nur alles schwarz-weiß denken. Es gibt auch etwas dazwischen. Du meinst grau? Ich sehe eigentlich nur schwarz, wenn dieser Bürogummi 1000-mal mehr verdient als ich. Ich riskiere jeden Tag mein Leben und trotz aller Mühe hat meine Familie zu wenig Ich trage zu essen. viel Verantwortung und stehe unter einem enormen Druck. Das ist eine extreme emotionale Belastung. Wieso gibt es so viele Manager mit Burnout? Such dir doch einen anderen Job. In meinem Land herrscht Chaos dank der Gier nach unseren Rohstoffen. Wir werden von unserem Land vertrieben. Es gibt keine anderen Jobs. Alles mit der Ruhe. Lasst uns mal alle tief durchatmen. Ihr seht schon, unsere Probleme sind ernst. Und wie manchmal auch bei einem Fußballspiel, sind die Emotionen am Brodeln. Es geht jedoch nicht einfach nur darum, einen Schuldigen zu finden, der für die Probleme verantwortlich gemacht werden kann. Wir müssen Möglichkeiten finden, das Spiel fairer zu machen, den Wettbewerb so zu verändern, dass es weniger Menschen mit unfairen Vor- und Nachteilen gibt. Wenn ihr bereit seid, möchte ich euch gerne zeigen, was ihr machen könnt. Wir werden gemeinsam ein Projekt starten, das auch trotz der schweren Thematik Spaß machen wird und uns einen Weg zeigen kann, wie wir ganz praktisch etwas bewirken können. Der Wettbewerb heißt Fair Battles und ihr werdet gegen eine andere Gruppe antreten, die das Projekt ebenfalls durchführt. Ihr werdet einen Kickerkasten umbauen. Dieser symbolisiert die globalisierte Welt. Auf diesem Spielfeld gibt es die verschiedensten Spielerinnen. Zum Beispiel gibt es einen Kindersoldaten, einen Minenarbeiter und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es Banker, Firmenbosse und Konsumenten. Ihr wählt einen dieser Charaktere aus. Zum Beispiel einen Kindersoldaten aus Uganda. Ihr forscht nach. Ihr müsst nicht alles sofort verstehen, konzentriert euch ruhig auf einen Beruf und ein Land. Danach überlegt ihr euch, wie ihr einen Kickermann oder eine Kickerfrau so umbauen könnt, dass er zu den gleichen Bedingungen am Kickerkastenturnier teilnimmt, wie er auch in der echten Welt spielt. Das heißt, wenn er Nachteile hat, so wird die Spielfigur entsprechend gestaltet. Wenn alle einen Kickerkastenmann oder eine Kickerkastenfrau einem Charakter angeglichen haben, werden wir ein Turnier starten und erleben, wie sich das Spiel mit diesem Ungleichgewicht anfühlt. Anschließend könnt ihr durch sogenannte Fair-Aktionen Punkte sammeln, mit denen ihr euren Kickertisch wieder zurückbauen dürft, damit am Schluss ein faires Turnier gespielt werden kann und wir einen Sieger ermitteln können. Die Wahrheit ist, dass in unserer Welt jeder von euch einen Unterschied machen kann. Du denkst vielleicht, es bewirkt nicht viel, aber wenn viele einen kleinen Schritt machen, können wir weltweit einen großen Schritt vorwärts kommen. Ohne Fairness kein Spaß beim Spielen. Na dann, spiele ich euch mal den Ball zu.